Sommer 2024. August. Um genau zu sein, ein heißer August. Umso cooler, dass Kobi uns eine aktuelle Executive Edition liefert, die vielleicht wirbelig und windig ist und uns ein erfrischendes Bauerlebnis liefert. Und ob es wirklich eine erfrischende Brise ist, das sehen wir dann, wenn wir es mit dem Set aus 2021 vergleichen. Willkommen in der Nordenklötzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und ja, Freunde, wir sprechen heute über das Kobi Set 2593, den Flakpanzer 4, den Wirbelwind in der Executive Edition aus der Historical Collection World War II. Und warum ich mich auf dieses Set freue, ist einfach das Thema Wind. Denn ich könnte etwas Abkühlung gebrauchen. Denn hier unter so Strahlern zu stehen und im Sommer in der Bude zu hocken und Klemmbausteinsets zu klemmen, ist suboptimal bei über 30 Grad Hitze da draußen. Vielleicht wird es wirklich erfrischend, wie ich im Intro schon gesagt habe, wenn wir dieses Set im originären Maßstab 1:28 mit dem Set aus 2021 vergleichen. Ich hoffe, das bringt frischen Wind in dieses Review. Und das wünsche ich euch alle. Also schnappt euch ein kühles Getränk und dann sehen wir uns gleich hier hoffentlich etwas abgekühlter auf meinem Bautisch. Der Sommer 2024 ist ein sehr heißer und ein sehr feuchter. Passend dazu stelle ich euch heute aus dem Hause Kobi den Wirbelwind vor, den Flakpanzer 4 aus der Historical Collection World War II in der Executive Edition im Maßstab 1:28, das Kobi Set 2593 mit 1195 Steinchen und einer Minifigur. Und wenn ihr jetzt sagt so, Wirbelwind, das kennen wir doch von Kobi. Genau, 2021 gab es schon mal einen Wirbelwind in Anthrazit, die 2548, damals 39,95 €. Für weit die Hälfte weniger Steine könnt ihr euch jetzt selber ausrechnen. Hier oben auf dem i findet ihr das Review dazu. Und wenn ihr denkt, so Panzer 4, irgendwie hier gab es doch schon. Genau, Kobi hat im Sommer 2024 uns ja hier die 2592 in der normalen Version und die 2591 des Panzer 4 vorgestellt. Die Limited Edition dazu findet ihr auch hier oben auf dem i im Review bei mir auf meiner Kobi Playlist. Schauen wir uns mal die Rückseite an. Ganz interessant, kann ich euch jetzt schon sagen, finde ich hier den Luftwaffensoldaten. Erkennen wir hier an den roten Kragelspiegeln und den Flügeln. Dann natürlich diesen markanten Turm mit der Vierlingsflak, den wir auch abnehmen können. Typisch neue Bauweise bei Kobi und auch beim Panzer 4, bei den Versionen, die ich euch gerade genannt habe. Wir können in den Innenraum schauen. Das Fahrzeug wird 21 cm lang und 11 cm hoch, je nachdem natürlich, wie wir hier die Bewaffnung stellen. Cool ist, wir können den Motor wieder rausnehmen. Wir haben hier ein Originalfoto und die Fakten bekommt ihr gleich natürlich bei den Infokarten. Und jetzt lassen wir den Wirbelwind, wie es sich gehört, für ein Lüftchen einmal fliegen. Ja, Freunde, da liegt die Anleitung in DIN A4 klammergebunden, im Hochglanzdruck, in Europa gedruckt, auf meinen Bautisch. Und ihr seht es schon, 4 Bauabschnittstüten, die 4, die 3, die 1 und die 2. Ich kann euch sagen, alle so bis auf die Tüte 1 semi befüllt. Also hier hätte man sicherlich auch Tüten zusammenpacken können. Da ist Kobi ja immer etwas aufgrund ihrer eigenen Logistik sehr spendierfreudig, was Plastikmüll angeht, sage ich mal. Aber wenn es der Baubarkeit hilft, dann ist das nun mal so. Also die 4, 3, 2, 1, die bauen wir natürlich in der Reihenfolge weg. Ich schiebe die Tüten mal kurz aus dem Bild. Wir sehen auf jeden Fall aber schon mal, es wird farbenfroh, wenn man das sagen kann, bei einem Militärgerät, weil wir hier ja eine gebaute Tarnung haben und sehr viele Drucke, denn das sagt der Sticker hier, Pad Printed. Wir haben keine Aufkleber und sogar hier ein schönes gedrucktes, gelasertes Typenschild. Ab 11 Jahren, glaube ich, ist bei so einem Fahrzeug mit den filigranen neuen Panzer 4 Laufwerk und hier der Bewaffnung, den vielen Stangen, den Bars angebracht. Ich würde sagen, wenn es das erste Kobi-Set ist, das ihr zusammenbauen wollt mit euren Kindern oder Verwandten jüngeren Baugrades, dann bitte seid dabei, unterstützt. Und Doppelklemmen macht ja auch viel mehr Spaß. Schauen wir uns die Anleitung an. Immer wieder wichtig zu erklären für Umsteiger.
Wir fangen mit der Tüte 1 hier an, reißen die auf, sortieren die nach Farben, Form. Wie ihr das macht, da seid ihr ja ganz kreativ. Wichtig ist nur beachtet, dass wir immer verschiedene Slopes oft haben oder Wedges oder Tiles. Kobi hat ja eigene andere Steine. Habt das immer im Kopf, die werden hier immer mit Buchstaben gekennzeichnet und dann klemmen wir drauf los. Wir haben keine Seitenzahlen, wir haben nur diese Bauschritte, die halt in diesen Bauabschnittstüten gegliedert sind. Pfeile weisen uns den Weg und in diesen Rechtecken hier, wie bei vielen Klemmbausteinherstellern, sehen wir die Steine, die wir auf die Hand brauchen zum Klemmen. Ganz wichtig, der aktuelle Baustep ist immer der farbliche, der davor ist ausgegraut. Und fertig sind wir dann. Während wir wahrscheinlich hier noch Anlegehilfen finden, also manchmal macht es euch Kobi einfach, da braucht ihr gar keine Noppen zählen, da guckt ihr einfach, ist das der Stein, legt es an und verklemmt es dann. Fertig sind wir dann nach sage und schreibe 210 Bausteps, wenn wir das Typenschild herstellen. Der Panzer ist eigentlich fertig ab Baustep 209. Ganz wichtig, weil es kommt schon mal vor, jeder, der meine Kobis kennt, wie gesagt, schaut hier oben auf dem i gerne mal nach, meine ganzen Kobi-Videos, die gehen auf die 200 zu, Stand Sommer 2024. Hier sieht man immer die Steine, die Kobi in diesem Set hier verbaut hat, beziehungsweise geplant hat. Denn ab und zu fehlt mal einer, das kommt nicht häufig vor. Kobi hat einen super Ersatzteilservice, den ihr hier unten dann gleich in Anspruch nehmen könnt. Also hier findet ihr alle Steine, auch wichtig für Mocker. Guckt nach, welche Steine im Set drin sind. Und auch eine Zusammenbauhilfe für die Minifigur habt ihr hier. Ich brauche hoffentlich keine Zusammenbauhilfe. Ich wünsche euch aber viel Spaß bei aktualisierten Fakten zu den Flakpanzer basierend auf dem Panzer 4 und mir natürlich viel Spaß beim Klemmen. Freunde, wir sehen uns dann gleich wieder beim Review. Viel Spaß uns beiden! Speedbildzeit ist Faktenzeit und natürlich, wie fast immer an dieser Stelle, sprechen wir über das historische Vorbild unseres Kobi-Sets 2593. Wir sprechen natürlich über den Flakpanzer 4. Aber Obacht, Freunde, der Flakpanzer 4 hatte Unterarten, wie natürlich den Wirbelwind, den wir jetzt bauen, aber es gab noch andere. Freunde, viel Spaß, lauscht den Fakten. Der Flakpanzer 4, oft auch als Möbelwagen, Wirbelwind, Ostwind oder Kugelblitz bekannt, war ein deutscher Flugabwehrpanzer des Zweiten Weltkriegs, der auf dem Fahrgestell des Panzer IV basierte. Entwickelt wurde er, um die zunehmenden Luftangriffe der Alliierten zu bekämpfen und die beweglichen Verbände der Wehrmacht besser vor feindlichen Luftangriffen zu schützen. Der Flakpanzer IV stellte eine bedeutende Verbesserung gegenüber früheren improvisierten Flugabwehrlösungen dar, da er speziell für diese Rolle konzipiert war und über eine geschlossene Turmkonstruktion verfügte, die die Besatzung besser schützte. Der Ursprung des Flakpanzer IV liegt in der steigenden Bedrohung durch alliierte Jagdflugzeuge und Bomber. Die deutschen Bodentruppen waren insbesondere während der späteren Kriegsjahre vermehrt der Gefahr aus der Luft ausgesetzt. Ein mobiles, gepanzertes Flugabwehrsystem war daher unerlässlich. Vor der Entwicklung spezieller Flugabwehrpanzer wurden Flakgeschütze oft auf ungepanzerten Lastwagen montiert, was die Besatzung anfällig für feindliches Feuer machte. Der Flakpanzer IV bot hingegen einen gepanzerten Schutz für die Besatzung und eine verbesserte Mobilität auf dem Schlachtfeld. Der Wirbelwind, die bekannteste Version des Flakpanzer IV, wurde im Jahr 1944 eingeführt und war mit einer 2 cm Flak-Vierling 38 ausgestattet. Dieses Flugabwehrgeschütz bestand aus 4 20 mm Kanonen, die zusammen eine hohe Feuerrate von bis zu 1800 Schuss pro Minute erreichten. Diese Feuerkraft machte den Wirbelwind besonders wirksam gegen Tiefflieger und leicht gepanzerte Ziele. Der Turm des Wirbelwinds war achteckig und offen nach oben, um den Geschützen einen großen Schwenkbereich zu ermöglichen. Der Panzer hatte eine Besatzung von 5 Mann, Fahrer, Funker und 3 Geschützbediener. Er erreichte auf der Straße eine maximale Geschwindigkeit von etwa 38 km pro Stunde und hatte eine Reichweite von etwa 200 Kilometern, abhängig vom Gelände und der Einsatzart. Mit einer Dicke der Panzerung von bis zu 80 mm bot der Panzer moderaten Schutz gegen Infanteriewaffen und leichte Geschosse. Der Wirbelwind basierte auf dem Fahrgestell des Panzerkampfwagen 4,
einem der am häufigsten eingesetzten deutschen Panzer des Zweiten Weltkriegs. Insgesamt wurden etwa 100 bis 105 Fahrzeuge des Wirbelwinds produziert. Die Produktion erfolgte zwischen den Jahren 1944 und 1945, als die deutsche Rüstungsindustrie unter zunehmendem Druck stand und Ressourcen knapp wurden. Dennoch war der Wirbelwind eine erfolgreiche Lösung für die Flugabwehrprobleme, mit denen die deutschen Bodentruppen konfrontiert waren. Aufgrund der hohen Feuerrate und der Beweglichkeit konnte der Flakpanzer schnell auf feindliche Flugzeuge reagieren und sie effektiv bekämpfen. Ein weiterer wichtiger Flakpanzer auf Basis des Panzer IV war der Ostwind. Im Gegensatz zum Wirbelwind war der Ostwind mit einer 3,7 cm Flak 43 bewaffnet, einer deutlich stärkeren Flugabwehrkanone, die speziell gegen härtere Ziele wie schwerer gepanzerte Flugzeuge und sogar leichte Panzer eingesetzt werden konnte. Die Feuerrate der 3,7 cm Kanone war niedriger als die der 2 cm Flak Vierling, doch die Durchschlagskraft war erheblich größer. Der Ostwind hatte ebenfalls einen rotierenden Turm, der allerdings sechseckig und ebenfalls oben offen war. Die Produktion des Ostwinds war jedoch noch begrenzter als die des Wirbelwinds mit schätzungsweise nur 44 hergestellten Fahrzeugen. Trotz ihrer Effektivität auf dem Schlachtfeld konnten die Flakpanzer IV das Blatt für die Wehrmacht nicht wenden. Die alliierten Luftstreitkräfte dominierten zunehmend den Luftraum über Europa und die knappen Ressourcen der deutschen Kriegsindustrie beschränkten die Produktion von Flugabwehrpanzern auf vergleichsweise geringe Stückzahlen. Während der Flakpanzer IV in kleinen Einheiten erfolgreich eingesetzt wurde, reichte seine Zahl bei weitem nicht aus, um den massiven Luftangriffen der Alliierten entscheidend entgegenzuwirken. Dennoch waren diese Fahrzeuge in lokalen Gefechten gegen alliierte Flugzeuge von großem Nutzen, insbesondere in der Normandie und später bei der Verteidigung des Reichsgebiets. Insgesamt war der Flakpanzer IV eine der vielseitigsten Lösungen der deutschen Kriegsführung zur Abwehr von Luftangriffen. Seine Mobilität, gepaart mit seiner hohen Feuerkraft, machte ihn zu einer wichtigen Komponente im taktischen Repertoire der Wehrmacht. Ja, Freunde, wie ihr mitbekommen habt, den Möbelwagen, den ersten Flakpanzer IV, habe ich euch etwas unterschlagen, denn dieses Fahrzeug war mehr ein Hybrid aus Panzer mit draufgestellter Flak, einer 3,7 cm Flak mit leichten Splitterschutz an der Seite, also wirklich improvisiert. Trotzdem wurden ca. 240 Einheiten von diesem Fahrzeug produziert und den Kugelblitz habe ich euch auch etwas unterschlagen. Die letzte Endstufe des Flakpanzers IV mit geschlossenem Turm und 2 Flakgeschützen. Wenn ihr den Turm von diesem Panzer sehen wollt, von denen circa nur 5 gebaut wurden, müsst ihr ins deutsche Marinemuseum, ins Arsenal nach Kiel fahren. Da wird der Turm ausgestellt und wenn ihr euch den Kugelblitz einmal anschaut, dann gibt es sehr harte Ähnlichkeiten zum M42 Duster, einen der ersten Flakpanzer bei der Bundeswehr aus amerikanischer Produktion. Ich weiß nicht, ob sich da die amerikanischen Ingenieure nicht haben beeinflussen lassen. Ich weiß es aber nicht. So Freunde, das waren die Fakten und jetzt Freunde, viel Spaß beim Klemmbaustein-Review. Nach 3 Stunden Bauzeit steht er da, unser Flakpanzer IV Wirbelwind, die Executive Edition aus der Historical Collection World War II, die 2593. Und wie versprochen habe ich euch den Vorgänger, den geistigen, die aus 2021 stammende 2548 von Kobi mit auf den Bautisch gestellt, damit wir einfach mal hier die Flakpanzer IV, die Wirbelwinde etwas vergleichen können. Ich kann euch gleich sagen, zur Anleitung, da habe ich nichts zu meckern. Erfrischende, tolle neue Teile haben wir dabei. Es hat Spaß gemacht zu klemmen und die Teile, die neu sind, zeige ich euch mal gleich hier hinten in der Liste. Das sind solche Wedge-Teils mit Kanten, die wir hier schon sehen mit der 93 bedruckt. Die haben so einen kleinen Überstand. Das sind Teile, die habe ich vorher noch nirgendwo bei Kobi gesehen. Finde ich aber cool, dass wir die jetzt hier haben, weil damit kann man diese trapezförmigen Übergänge gut hinbekommen, diese geschweißten Bleche, gerade bei diesem ikonischen Turm. Und da haben wir sie hier, da seht ihr es vielleicht, diese Steine hier bedruckt, aber da sehen wir sie auch ohne, die hier alle so eine kleine Kante haben. Da fängt es an. Hier, die haben alle so eine kleine Kante und somit kann man quasi, wenn man sie anwinkelt, Übergänge hinbekommen. Was nicht so schön ist, dass ich bei diesem Set mal wieder einen Fehlstein hatte. Und Steine ist das Stichwort.
Hier sind die Steine, die über sind. Lustigerweise habe ich einen Helm über. Ich weiß gar nicht, ob ich den hinter irgendwo anbringen soll noch, aber ich habe halt noch einen Helm. Das finde ich ganz cool. Dieser rotrostige Stein hier ist über, weil ich den hier eigentlich hätte verbauen müssen, aber der Stein, der mir fehlt, den zeige ich euch gleich, der hätte rot sein müssen in dieser Farbe. Da ich aber nur einen grünen hatte, einen älteren und nicht rot-grün haben wollte, habe ich den jetzt hier reingepackt. Muss ich also wieder bei Kobi einen fehlenden Stein monieren. Wir wissen ja, dass unsere Executive Edition hier, unsere 2593, eigentlich ja im geistigen Sinne einen Papa hat, nämlich hier unsere 2591. Das hier ist die Limited Edition, unser Panzer IV. Natürlich gibt es davon auch noch eine normale Version ohne Schürzen. Hier haben wir die Ausführung H und die ohne Schürze ist die mit der Ausführung G. Video dazu hier oben auf dem i. Nur so viel halt zum Thema, dass ihr mal kurz einen Vergleich habt. Hier mit Schürzen, da mit Grünzeug. Sonst ist die Tarnung hier und die Bauschritte sind teilweise sehr gleich. Wenn man hier vorne mal die Tarnung guckt, die gebaute Tarnung und hier, dann haben wir eigentlich erst dann Veränderungen, wenn wir ans Grüne kommen. Was natürlich jetzt schöner ist für alle, die den Panzer IV mal sehen wollten, dass man hier das Laufwerk besser sieht, als natürlich hier bei unserer Version mit der Schürze. Aber guckt gerne mal auf dem i, da findet ihr das Video und wenn ihr das schaut, schaut gerne mal vorbei und lasst einen Kommentar da. Schön bei einer Executive Edition, wir haben hier auch ein Typenschild, Flakpanzer 4 Wirbelwind, Scale 1:28. Gefällt mir immer richtig gut, sowas dabei zu haben. Deswegen sind diese Executive Editions und Limited Editions immer für mich ein Kaufgrund. Auch ein Kaufgrund, immer mehr mittlerweile, sind die Figuren aus dem Hause Kobi und diese hier gefällt mir ganz besonders aufgrund ihrer tollen Drucke. Wir haben die roten Kragenspiegel mit den Schwingen für die Luftwaffe. Wir haben hier diese schöne Tarnjacke. Wir haben diesen schönen Trageriemen mit der Koppel. Ihr guckt am Hemd, an der Uniform noch was raus, ein bisschen vom Unterhemd. Wir haben hier komplett bedruckt und da ist der Y-Riemen zu sehen. Wir haben hier die Wasserflasche, Gasmaskenbehälter und hier unten drunter wahrscheinlich den Brotbeutel. Sieht auf jeden Fall so aus. Und wir haben natürlich einen Karabiner und ein Dienstglas sowie ein bedrucktes Gesicht hier, sehr grimmig. Wir sehen den Riemen für diesen Helm mit den Schwingen der Luftwaffe. Und wir haben braune Schuhe und eine graue Hose. Also eine sehr toll bedruckte Figur. Wer auch immer die Formen von Kobi nicht mag, weil er mit Lego-Figuren sozialisiert wurde, kann ich absolut verstehen. Aber das, was Kobi hier an Evolution der Drucker an den Tag legt, gerade dieses Jahr und auch schon letztes Jahr, richtig klasse. Das gefällt mir. Ich werde immer mehr zum Sammler und bin immer trauriger, wenn mir die eine oder andere Figur fehlt. Ihr könnt mir ja mal Feedback zu den Figuren gerne unten in die Kommentare schreiben. Aber Freunde, wir wollten natürlich nicht über die Figuren reden, sondern hauptsächlich über unseren Panzer hier, der ja, und das muss ich mal gleich sagen, im Vergleich zu unserer Version aus 2021 um die 100 € kostet, während diese Version hier um die 40 € gekostet hat. Das sind dann roundabout, hier haben wir 1100 paar zerquetschte Steine, ich schiebe mal kurz zur Seite, da 1195 und hier haben wir 585. Das macht dann ungefähr bei den Preisen, wie gesagt, 40 und hier 100 haben wir einen Teilepreis hier bei 8,4 Cent und da von 6,8 Cent. Aber Executive Editions könnt ihr ja kaufen im Handel und auch dieses Set kann man, wenn man Glück hat, noch kaufen. Dann geht es um die 40, 50 € und dann sind wir, wenn man das Set rabattiert bekommt, schon fast wieder irgendwo bei einem gleichen Teilepreis plus minus ein paar Punkte, was ich ziemlich witzig finde. Hier übrigens, das kann ich euch mal ganz kurz zeigen, haben wir Figuren, die natürlich auch schön bedruckt sind, aber nicht ganz so wie im Vergleich mit der Figur, die wir hier haben. Da seht ihr schon. Zwar auch tolle Drucke, aber hier haben wir eine absolute Weiterentwicklung. Was Figuren angeht, ist natürlich dieses Set hier aus 2021 daher interessanter, weil wir hier zwei Figuren haben. Wir haben ja hier noch eine Figur. Ich will auch gar nicht so sehr auf dieses Set eingehen. Ich wollte es halt euch nur zum Vergleich hinpacken, damit wir sehen, hier haben wir wirklich mehr Details, hier haben wir ein tolles Set. Aber einen großen Nachteil, hier ist ja ein Wunschmaßstab, hier können wir Figuren in den Turm platzieren. Da haben wir auch Noppen, das seht ihr da. Wir haben hier rudimentär den Motor mit bedruckten Klappen und da haben wir halt dann hier einen Motor drinne.
also gebaut, so, den wir uns erahnen können. Jetzt brauche ich die Fingernägel. Da ist der Motor halt auch drinne. Und wir haben hier so ein Typenschild, das gerade runtergefallen ist. Alles cool, aber halt ein Maßstab, ihr seht es schon, der ja etwas kleiner ist, etwas figurenmäßiger angepasst und auch hier die Bewaffnung ist etwas rudimentärer, wobei ich hier diese Rohrläufe gar nicht mal so schlecht finde. Packen wir es mal kurz an die Seite und natürlich haben wir es hier einfarbig. Kommen wir aber jetzt hier zu diesem Set. Denn wir haben ja hier etwas ganz Tolles, dass wir nämlich den Turm abnehmen können. Und das mache ich mal, damit wir mal reingucken können. Hier seht ihr, wir haben hier eine umgekehrte Baurichtung. Oder eine Baurichtungsumkehr kann man ja fast sagen. Und da könnte ich nochmal nachdrücken. So. Und wir stecken den Turm so rein, weil wir in das Innere reingucken können vom Turm und natürlich auch vom Panzer. Aber ihr seht hier, enge Kiste. Wir haben hier kaum Platz. Und da unten runtergemogelt, da habe ich diesen grünen Stein. Ihr seht, ein älterer Stein. Hier mit so einem Slope, Rounded Slope auf so einem 1,5er, der hier einen Schlitz hat. Da ist er zu, die neueren. Und der müsste eigentlich auch in diesem Rot sein mit diesem Stein, den ich euch gerade gezeigt habe, der mir fehlt. Muss ich bei Kobi monieren. Toller Mechanismus, sieht cool aus. Wir sehen hier die Magazine, wir sehen hier Nachlademagazine, wir haben die Okulare, Sachen zum Verstellen. Also wirklich gut, passt sehr gut. Wir kommen nicht ganz gerade, wir können es nur so ein bisschen anwinkeln. Also ihr seht, es geht immer ein bisschen schräg nach oben, aber gut, ist ja auch ein Flakpanzer. Auch wenn er natürlich ganz normal auch im Feld benutzt wurde, um Infanterie zu bekämpfen oder leicht gepanzerte Ziele. Aber ihr seht, wir haben hier keinen Platz im Turm, obwohl wir Maßstab 1:28 haben. Schön dann hier auch das Grünzeug, was mich hier nicht stört. Bei vielen anderen Panzern mit Maßstab 1:28 stört es mich hier gar nicht. Und da sind auch diese Steine, die ich meine, die hier innen drin so eine Überlappung haben. Und somit kommen wir auf diese schöne konische Form. Richtig cool, da seht ihr es auch, diese Steine mit diesen hier Rahmen nenne ich das mal. Also echt cool und interessant auch diese Bautechnik, weil wir hier den Turm so auf den Panzer IV stellen können. Wir bauen hier, und das ist ein bisschen tragisch, nämlich ein Innenleben und machen es dann eigentlich zu mit diesen Rahmen. Ihr seht es hier, damit wir den Turm draufsetzen können. Und da unten haben wir eine Kiste, wir haben hier die Batterien, wir haben die Kurbelwelle, wir haben hier noch so einen Torsionsstab oder sowas. Also wir haben einen Innenraum, bauen ihn aber dann zu mit Trägerwerk für den Turm. Cool auch wieder, dass wir natürlich hier wieder Luken haben, die wir öffnen können. Da, wir haben sau viele Drucke, schaut es euch an, da Luken, die Balkenkreuze. Hier haben wir die Fahrerluken, beziehungsweise das Fahrerokular, den Sichtschlitz. Hier haben wir die Luken gedruckt. Auch wieder toll gebaut, so ein Stab mit der Kette haben wir auch beim normalen Panzer IV. Wir haben hier richtig cool diese Stahlseile, also diese Schlauchelemente als Stahlseile mit diesen, nennen sie ja immer plattgetretene Kaugummis mit diesen Blätterteilen. Gefällt mir sehr gut. Das schöne Panzer IV-Laufwerk, das gebaute, das getarnte, was sich durchzieht, wenn wir es uns umdrehen. Hier nämlich auch schön getarnt. Diese neue Bautechnik von Kobi mit Brackets auf der Oberseite, aber eigentlich liegend gebaut. Ein bisschen sieht man hier Farbabweichungen, aber geschenkt. Aber trotzdem gefällt mir diese Bautechnik, die wir ja hauptsächlich bei den 1:35ern Sets von Kobi sehen. Schöne Laufräder, Antriebsräder. Wir haben hier viel Kleinkram, den Motor, diesen schönen, ikonischen, nicht Motor, die Abgasanlage, Entschuldigung, vor dem Motor. Zum Motor komme ich nämlich, deswegen habe ich ihn gerade schon erwähnt. Den haben wir nämlich hier als Klappe, können wir auch relativ leicht abnehmen. Da so eine halbe Klappe, die hier aufgenoppt ist. Da haben wir den Motor wieder unter diesen Kühlblechen, können wir hochklappen und dann können wir den Motor ganz leicht rausnehmen. Hier richtig schön und den kennen wir halt auch, wie gesagt, bei den aktuellen Panzer IV von Kobi. Aber eine schön gebaute Lösung, auch mit diesen rostigen Rohren. Und hier geht es auch an Wasser- oder Öltank oder wie auch immer. Da kenne ich mich bei Motoren in Panzern zu wenig aus. Aber er kommt auch gut rein. Wir haben Platz, können das hier drauflegen. Und schon sieht das wieder wie eine Einheit aus. Und auch diese Abdeckung hier geht an dieser einen Noppe gehalten. Ziemlich leicht drauf, wenn man hier diese Kühlklappe runter macht, die ja auch bedruckt ist. Richtig schön. Also diesen Panzer feiere ich total, wenn ich nicht wieder Fehlteile, nicht Formteile. Formteile haben wir hier bei den Grünen, ist ja immer so eine Kobi-Sache, Formteile, aber haben wir hier ja nicht. Aber Fehlteile, auch da die Details hier mit dem Werkzeug und so. Dahinter auch, obwohl wir hier es mit Grün abdecken, haben wir hier noch einen Spaten. Also richtig nett, eine tolle Erweiterung des, ich nenne es mal Panzer IV Portfolios von Kobi. Wie gesagt, schaut euch gerne das Review zum Panzer IV in der Ausführung H an, hier auf meinem Bautisch.
beziehungsweise auf meinem Kanal. Und er stand auf meinem Bautisch und er steht ja immer noch auf dem Bautisch. Hier steht er. Ich schiebe es mal zur Seite. Und dann könnt ihr es nochmal vergleichen, welcher Panzer IV euch besser gefällt. Der als Wirbelwind oder der hier in der Limited Edition, beziehungsweise denkt euch die Schürzen weg, als normale. Und ja, als es diesen Panzer gab, damals habe ich ihn sehr gefeiert. Ich mag den Panzer IV. Ihr seht aber, es ist ein Riesenschritt, den Kobi hier gemacht hat, von einer typischen gebauten Klotztechnik. Ich mag die bei Kobi eigentlich, aber das Laufwerk hier bei der neuen Version aus 2024 sieht einfach viel, viel besser und technischer aus. Also ich glaube, so cool dieses Set auch war und so cool es ja auch in die Reihe der Sets von damals passt, zum Beispiel hier das typische Kobi Abgasanlagenformteil und dann schaut euch diese hier an, das ist schon ein Unterschied. Auch, wie gesagt, preislich, wenn es natürlich da 100 € sind, hier waren es 40. Ja, trotzdem glaube ich, ist die doppelte Teileanzahl plus Inflation das wahrscheinlich schon wert. Aber Freunde, das dürft ihr mir gerne mal sagen. Schreibt mir eure Meinung gerne mal unten in die Kommentare zum Set. Gerne auch zum alten, gerne auch zum Vergleich. Ich habe ja hier noch ein Panzerchen reingemogelt. Gebt mir da einfach bitte mal euer Feedback. Und das Gute ist ja, unabhängig von dem, was ich jetzt euch gerade erzählt habe, bekommt ihr jetzt ja nochmal Detailbilder. Und dann könnt ihr euch einfach eure Meinung bilden. Wirklich unabhängig von dem, was ich euch gesagt habe. Für mich nur richtig ärgerlich ist es, schon wieder ein Fehlteil zu haben. Ja, Freunde, wie immer an dieser Stelle ein paar Bilder, damit ihr wirklich alle Details noch einmal sehen könnt und euch vor allen Dingen unabhängig von meinen Ausführungen selber eine Meinung zum Kobi-Set 2593 bilden könnt. Und wie immer gibt es auch noch mal ein paar Fakten hier zu unserem Flakpanzer IV Wirbelwind, der die Abkürzung hatte Sonder-Kfz 161-4. Und fast alle Einheiten wurden gebaut bei der Firma Ostbau in Sagan, Schlesien. Das war eine eigene Firma, eine Abteilung des Oberkommando des Heeres und dort wurden alle Flakpanzer IV Wirbelwind auf Chassis vom Panzer IV der Ausführung H und einigen wenigen der Ausführung G gebaut. Und die frühen Flakpanzer IV Wirbelwind hatten fast alle einen Zimmerit-Anstrich. Das war ja eine Paste, die so eine Wellenform, sieht ein bisschen aus wie Beton auf den Panzern, ergeben hat, damit keine magnetischen Panzerminen an den Fahrzeugen kleben konnten. Wenn man im Deutschen Panzermuseum in Munster ist, sieht man noch einige Panzer, wo dieser Zimmerit-Aufstrich noch zu sehen ist. Wird heute ganz oft nachgestellt mit anderen Materialien, aber damit man einen Eindruck bekommt, wie diese Fahrzeuge früher aussahen. Ich würde mich freuen, wenn ihr unten in die Videobeschreibung noch einmal schaut. Da findet ihr alle Infos zum Set sowie Quellen zu diesem Fahrzeug. Und jetzt schauen wir uns zum Abschluss wie immer in die Augen, liebe Freunde. Ja, Freunde, dass das Video schneller zu Ende als Eiswürfel es heutzutage im Sommer im Glas aushalten in ihrer gefrorenen Form. Freunde, ein cooles Set, ich habe es euch gesagt. Gerade im Vergleich zu der eigentlich damals schon sehr coolen Version aus 2021 ist der Wirbelwind hier klasse. Ich habe es euch gerade schon gesagt, es gibt ein Manko, der Turm, aber ich denke mal, das kriegt Kobi hier anders nicht hin. Aber... und als großer Panzer IV-Fan mag ich einfach diese Serie, die Grundform. Ihr könnt euch vielleicht gerne noch einmal mein Kobi-Review, die 2591 bzw. 2592, hier oben auf dem i angucken, wo ich die Panzer IV-Version aus diesem Jahr, die ich euch gerade ja schon gezeigt habe, reviewt habe. Lege ich euch wirklich gerne ans Herz, weil ich mag einfach dieses Fahrzeug. Wer meinen Kanal kennt, der hat das schon ganz oft gehört, wenn wir hier nur annähernd über das Wort Panzer IV reden. Jetzt seid ihr aber gefragt, Freunde, wirbelt gerne in die Tasten, lasst mir gerne einen Kommentar da. Ich würde mich freuen, wenn ich eure Meinung lesen dürfte zu diesem Set, zu der Kobi 1:28 Thematik generell. Und ich weiß, es gibt da mehrere Lager, nämlich einmal die 1:35 Bauer, die 1:28 Bauer, denen es egal ist und die eh woanders klemmen aufgrund des Preises. Lasst mich das gerne wissen, ich möchte gerne eure Meinung hören, lesen, während ich imaginär im Kopf im Pool liege und mein Getränk schlürfe. Das ist aber wirklich nur imaginär, denn ihr wisst ja, ich werde jetzt weiter schwitzen und hier das nächste Set für euch klemmen und dann ein Video schneiden, versprochen. In diesem Sinne wünsche ich euch, ja, gute Fahrt, denn so ein Panzer ist ja auch nur ein Auto. Vielleicht macht ihr ja Urlaub, schaut trotzdem mal gerne über meinen Kanal. Ich würde mich freuen. Auf Wiederbauen, euer Freund, der
Blockstar.